Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute bin ich nicht alleine hier, heute habe ich den guten Tim als Gast. Herzlich willkommen. Hallo und danke fürs Einladen. Ja, freut mich, dass du hier als Gast auf meinem Channel erscheinst, denn wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema, denn der Tim hat auf W50 seine Dungeon-Pause aufgelöst und das war aus meiner Sichtweise mit die stärkste Dungeon-Pausen-Auflösung, die ich bis dato so gesehen habe. Ich weiß nicht, gab es bis dahin schon mal eine heftigere DP-Auflösung deiner Meinung nach? Also live oder auf Video glaube ich nicht. Also zumindest nicht, was den Level-Push angeht. Wüsste ich jetzt nichts. So generell. Also W50 ist ja so der Server, wo das Ganze mit der Dungeon-Pausen-Thematik erst so richtig aufkam. Und es haben schon ein paar Leute vor dir aufgelöst. Aber jetzt hattest du gerade zum Legendary Dungeon Start deine Dungeon-Pause aufgelöst und hast echt heftigen Progress gemacht, das muss man mal so sagen. Ich zeige hier auch mal ganz kurz den Vorher-Nachher-Vergleich. Du hattest deine Dungeon-Pause mit 495, glaube ich, war das nachher. Oder, genau, ja. Dann angefangen und bist auf sage und schreibe Stufe 540 gepusht. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Vielen Dank. Das ist echt krass. Ich war auch live dabei gewesen. Ich denke mal, ich kann auch den Crit Happens Channel hier unten verlinken. Für alle Leute. Das VOD ist, glaube ich, noch online, ne? Ja, genau. Also ja, da könnt ihr euch das Ganze in voller Länge nochmal reinziehen. Und es freut mich, dass wir heute den Tim hier auf dem Channel haben, denn er wird nochmal ausführlich auf die Dungeon-Pause eingehen und wird uns sagen, was er sich so dabei gedacht hat, was er vielleicht hätte besser machen können, wie seine Dungeon-Pause so verlief. Aber erstmal grob vorab, was ist überhaupt die Dungeon-Pause? Ja, kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Genau, also dafür muss man erstmal wissen, warum man so eine Dungeon-Pause überhaupt macht. Also dafür gibt es ja auch immer diese Kurve hier. Genau. Und wie man ja vielleicht weiß, die XP, die geht bis 393 hoch und danach wieder runter. Ja. Das heißt, die XP so aus Alu, aus, keine Ahnung, Arena, Akademie, hat alles einen Peak und geht danach wieder steil bergab. Aber die XP aus Dungeons, die bleibt konstant. Und deshalb ist die Idee, dass man sich quasi künstlich länger in diesem gute XP-Bereich aufhält und die Dungeons eben für später aufhebt. Und so kann man eben sich einen XP-Vorteil auf andere Spieler verschaffen. Und durch diesen XP-Vorteil, also sieht man jetzt auf W50, ich habe zum Beispiel 17 mehr Level als Dorser, könnte ich vielleicht in Zukunft die Stats auch wieder aufhole. Ja. Das ist so die Grundidee von der DP. Genau, das Grundprinzip sollte ja schon so bekannt sein. Wann hattest du deine Dungeon-Pause angefangen? So mit Stufe 356. Und ich habe dann aber noch so ein paar Licht-Dungeons gelegt fürs Sammelalbum und auch noch die Pet-Dungeons. Und so mit Stufe 375 habe ich dann endgültig aufgehört, Dungeons zu legen. Ja, es gibt ja immer wieder so verschiedene Meinungen, ab wann man genau mit der Dungeon-Pause anfängt. Die einen oder anderen werden vielleicht den Graphen schon von mir kennen. Das ist so die XP- und Gold-Kurve, die man hier so kennt. Hier ist die XP-Kurve, die so aufsteigt, dann hat es auf 393 den Peak und dann geht sie wieder ab. Nur, dass hier halt eben noch ein cooler Graph dazwischen ist, und zwar ist das hier so grau hinterlegt, dass man hier quasi, oder hier ist quasi so der Zeitraum, wo man so die Dungeon-Pause machen sollte. Man sollte nicht vor 300 anfangen, aber man sollte auch nicht zu früh auflösen. Wann ist so deines Erachtens so der perfekte Zeitpunkt? Gibt es den überhaupt oder spielen da irgendwelche Faktoren mit rein? Also ist ganz schwer zu sagen. Aktuell sagt man ja so 370 bis 470. Ich denke auch immer noch, dass es ein ziemlich guter Bereich ist. Also ich habe ja jetzt mit 356 angefangen und ich würde schon sagen, dass es eher ein bisschen zu früh war. War jetzt halt cool für einen ziemlich großen Push im Stream, aber ich denke, ich hätte schon ein bisschen eine kürzere DP spielen sollen. Also ich würde auch vielleicht mit 370 anfangen, vielleicht die Lichtwelt sogar noch ein bisschen länger legen und dann mit 470, 480 so den Push mache. Je nachdem auch, wann der LD kommt, weil man will ja meistens mit LD dann rausgehen.
Genau. Weil dein Impact ja wirklich extrem krass ist. Hätte ich jetzt wirklich so gedacht, dass du alles so perfekt gespielt hast und durchkalkuliert hast und so. Hattest du dich vorher intensiv so auf die Dungeon-Pause vorbereitet oder ist das erst im Laufe des Spieles auf W50 gekommen? Hattest du dir das von Anfang an vorgenommen? Und was, ja, das hatten wir ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten, was du hättest vielleicht beim nächsten Mal besser machen können. Genau, also am Anfang hatte ich eigentlich gar nicht so viel Plan, weil das war auch mein erster Serverstart überhaupt. Und ich hatte dann schon irgendwann den Gedanke, dass ich mal Dungeons aufspare, um halt später mal auf die anderen Leute Levelvorsprung zu haben. Weil ich glaube, Don Serapio hat das ja auch gemacht, um erster Level 600 zu werden. Mhm. Und Ignil macht das ja gerade auch. Und dann kam irgendwann eben dieses DP-Thema auf und dann habe ich einfach mal so nach Gefühl mit 356 angefangen zu sparen. Also da war jetzt nicht so wahnsinnig viel Berechnungen dahinter. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich von den XP ganz gut dastehen würde, wenn ich push. Und habe es mir dann zum Ziel gesetzt, einfach Server höchster mal zu werden. Weil das wollte ich einfach mal erreichen im Spiel, das hatte ich bisher noch nie und hätte jetzt wahrscheinlich auch kaum noch eine Chance dazu gehabt. Und genau, von dem her habe ich jetzt eben so lange gespart, bis ich Level höchster schaffen kann. Ach so, das war so dein Ziel gewesen. Genau. Lange Zeit war ja der Natsu der Levelhöchste hier auf dem Server. Ich hätte persönlich auch gedacht, das bleibt auch, weil er schon eine sehr starke Dungeon-Pausen-Auflösung hatte. So. Und da hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal jemand dran vorbeizieht. Deswegen fand ich es nochmal umso erstaunlicher, dass du das Ganze hier überboten hattest. Und da hatte ich mir halt so still und heimlich gedacht, okay, der Junge muss das von Anfang an durchkalkuliert haben. Der hatte hier seine Excel-Tabellen und rechnet alles aufs kleinste Detail aus, damit das so perfekt wie möglich spielt. Fand ich dann umso erstaunlicher, dass du mir gesagt hast, okay, ja, das kam so eher spontan irgendwie. Spielst du denn jetzt noch weiter auf XP, wenn du jetzt der Level höchste auf dem Server sein möchtest? Oder lässt du es jetzt erstmal so langsam angehen? Nee, also jetzt gehe ich komplett auf Gold. Also das mit Server höchster, es war dann so ein Nebenziel, weil es gibt auch noch andere Spieler, die vermutlich sehr krass pushen können, zum Beispiel Jurik. Der würde auch höher kommen als ich auf jeden Fall, aber der pusht eben diesen LD noch nicht. Das war so der einzige Grund, warum ich das jetzt überhaupt machen konnte. Der ist gerade, glaube ich, so Level 502 oder so, also ein bisschen weiter unter. Ja, da ist er. Oder 503, genau. Und genau, und letzte LD hätte ich es noch nicht schaffen können, da hätte ich Natsu noch nicht überholen können, weil meine Stats noch zu schlecht waren für die Dungeons. Okay. Von dem her war das jetzt echt so der einzige Zeitpunkt, an dem ich das schaffen hätte können. Und ich gehe auch mal davon aus, dass das jetzt nur bis Weihnachten, also bis zum nächsten LD hält, mit Level höchster. Hattest du dir denn so als feste Notiz denn genommen, ab welchem Level du so circa die Dungeon-Pause auflöst? Oder hast du dir das wirklich so zurechtgelegt, dass du eine bestimmte Anzahl an Prozente erreichen musst, bevor du die Dungeon-Pause auflöst? Weil manche lösen die ja ein bisschen früher auf, manche sagen so, okay, ich gehe ab so und so, dass ich so auf, keine Ahnung, 500, 510, 520 komme und ja, spiele dann auf Gold oder so, ne? Aber bei dir ist es ja wirklich, du hast ja wirklich sehr früh, sag ich mal, oder beziehungsweise hattest die, ja, verhältnismäßig spät aufgelöst, aber hast noch mehr Level dadurch irgendwie gut gemacht. Deswegen hattest du eine bestimmte Anzahl an Prozente im Kopf gehabt, wann du das auflöst, oder hast du mehr so auf den LD gewartet oder beides so ja, zusammen quasi, dass das zeitmäßig auch passt? Also genau, ich wollte auf jeden Fall zu einem LD pushen. Und eben klar, Level höchster, das war jetzt eben nur diesen LD möglich, aber ich hätte jetzt auch nicht noch länger gewartet, weil, also ich denke, das war schon sehr spät und ich denke, noch später hätte dem Charakter noch mehr geschadet, muss ich sagen. Das finde ich auch sehr interessant. Es gibt ja auch Risiken bei solchen Dungeon-Pausen. Ne? Kannst du da genauer mal drauf eingehen, welche No-Gos man eventuell vermeiden sollte bei solchen DPs? Das würde mich mal sehr interessieren, weil ich habe ja selbst noch gar keine gespielt und würde dann auch sehr gerne mal wissen, ja, was kann man da denn überhaupt so alles falsch machen? Ne? Genau, also ein paar Sachen gibt es schon zu beachten. Wenn man jetzt gerade nochmal die Kurve anschaut, die geht ja bis 393 erstmal hoch. Das heißt, wenn man die Dungeon-Pause vor 393 anfängt, was ja fast jeder macht, dann nimmt man ja erstmal ein kleines Minus in Kauf. Also man
levelt langsamer, das heißt, man kriegt erstmal weniger XP aus Quests und weniger Gold. Man spannt damit quasi so den Bogen auf, dass man später noch schneller aufholen kann. Aber dafür muss man später dann halt auch aufholen. Das heißt, wenn man die DP jetzt irgendwie mit Stufe 360 anfängt und dann auf Stufe 410 irgendwie keinen Bock mehr hat auf DP und jetzt rausgeht, dann hat man im Endeffekt sogar XP verloren. Also man muss sich bewusst sein, dieses DP vor 393 anfangen ist schon ein bisschen advanced. Also das macht man eigentlich nur, wenn man auf Langzeit wirklich spielen will. Und ich habe da auch so eine kleine Faustformel. Also die Anzahl der Level nach 393 sollte mindestens das Doppelte sein wie die Anzahl der Level vor 393. Also was meine ich damit? Wenn man zum Beispiel eine DP mit 363 anfängt, dann hat man 30 Level vor 393 angefangen. Ja. Das heißt, man muss mindestens bis 60 Level nach 393 warten mit der DP. Oh, okay. Also so eine grobe Richtlinie mal. Also dann dürfte man frühestens mit 453 dann aus der DP gehen. Okay, das ist sehr interessant mal so zu hören, dass man so eine kleine Faustformel da sich vielleicht noch zurecht schustert. Ja, man verliert ja auch überall XP, auch durch das Kalenderlevel ab, ne? Ab 393. Genau. Hat man ja da dann auch das Limit erreicht, 1,5 Milliarden XP bekommt man dann pro Level ab. Deswegen kann man auch, also hatte ich zumindest gehört, auch ab 393 erst anfangen mit der DP, ne? Genau, das ist so ein bisschen der sichere Weg, würde ich sagen. Wenn man jetzt auch nicht weiß, wie lange hat man Ausdauer, wie lange hält man die DP durch, vielleicht verliert man irgendwann die Geduld, dann am besten mit 393 erst in die DP gehen. Weil man halt dann noch keine XP verloren hat durch das Kalenderlevel ab. Ne? Genau. Und dann kann man an sich auch rausgehen, wann man will. Aber ich würde schon empfehlen, erst aus der DP zu gehen, wenn man auf Gold crashen will. Weil es macht an sich wenig Sinn, die Dungeons zu pushen und dann weiter auf XP zu spielen. Genau. Dann würde mich mal noch interessieren, wie siehst du so deine Chancen, wenn wir jetzt mal so unsere beiden Charts vergleichen? Wie siehst du deine Chancen? Du hast ja jetzt wirklich sehr viel mehr Level als ich und das ist in dem Levelbereich oder auf der Stufe schon wirklich ein großer Unterschied, sag ich mal, den ich wahrscheinlich so auch nicht mehr aufholen kann, wenn du jetzt nicht irgendwie aufhören solltest, wovon ich nicht ausgehe. Wie siehst du deine Chancen, auch in Bezug auf andere Leute, nicht nur auf mich, mit deinen Stats aufzuholen? So? Weil du hast ja jetzt ein bisschen was auch vielleicht eingebüßt, so zu dem einen oder anderen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, ob du da irgendwelche anderen Leute noch getrackt hast oder so, wie viel mehr Minus du gemacht hast, dadurch, dass du ja Dungeon Pause gespielt hast und ich ja zum Beispiel nicht und lange Zeit halt eben dadurch mehr Stats farmen konnte, weil ich halt höher im Level gewesen bin, ne? Wie siehst du da so deine Chancen auf Langzeit gesehen, da ein paar Stats gut zu machen wieder? Ja, ich werde schon einige Leute überholen, aber bei weitem nicht alle. Es ist ein bisschen schwer zu vergleichen mit Leuten, die keine DP gespielt haben, weil ich glaube, auf dem Server gibt es kaum Leute, die auch Eco gespielt haben und keine DP gemacht haben. Also ich habe so roundabout 60.000 Mushrooms paid und ich glaube für W50-Verhältnisse ist das relativ wenig. Ja. Aber ich wüsste jetzt keinen Spieler, der keine DP gemacht hat mit dieser Ausgabe. Man könnte mich vielleicht am ehesten mit Cäsar vergleichen, der hat auch eine DP gemacht. Ist aber schon vor einem halben Jahr rausgegangen. Da kann man vielleicht so ein bisschen schauen, ob die längere DP eben wert ist. Weil ich habe jetzt 9 Level Vorsprung auf ihn, aber dafür halt weniger Base-Stats. Und das wird eben interessant, wie sich das verhält. Ich habe auch schon so ein paar Abschätzungen gemacht. Ich würde so ungefähr schätzen, dass ich Rang 30 in den Base-Stats sein werde in ferner Zukunft. Weil ab Level 632 verdient ja jeder gleich viel Gold. Und ich denke, bis dahin kann ich eben bis auf Rang 30 aufholen, was Base-Stats angeht. Und dann habe ich eben noch den Vorteil, dass ich dann trotzdem noch ein höheres Level haben werde. Was mir eben auch ein bisschen was hilft dann noch. Wegen Waffenschade, HP, genau, und Items.
Ja, weil das ist nämlich so das Ding. Man hat jetzt quasi, also deine Prime ist jetzt quasi zwischen 540 und 632. Ich meine, das ist auch Ja. eine lange Zeit bis dahin und wer weiß, ob es dann auch nicht der ein oder andere wieder aufhört. Und man kann halt eben auch den Faktor Pilze hier mit schlecht einfließen lassen, weil du halt, wie schon gesagt, W50 halt ein sehr intensiver Server ist, was die Ausgaben halt auch so angeht. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Du hast mir auch noch eine schöne Grafik geschickt. Und zwar, das fand ich auch sehr interessant hier. Das sind quasi die Dungeons gewesen, die du live im Stream gelegt hast, als du angefangen hast, deine Dungeon-Pause so aufzulösen. Ne? Genau. Als du die angefangen hast, lief das so alles nach Plan? Also hattest du damit gerechnet, dass du ungefähr auf diese Stufe rauskommst? Also hattest du dir das vorher schon so zurechtgeschustert? Oder hast du gesagt, ach komm, wir pushen so weit, mal gucken, wie weit wir kommen, mäßig so? Also du meinst jetzt am Anfang vom Stream? So? Ja, Anfang so, als du angefangen hast, die DP aufzulösen. Also ich hatte es ja immer so ein bisschen als Ziel. Ich hatte ja auch im Streamtitel erster Level 540er Fragezeichen. Achso, also das war auch dein Ziel, was du angepeilt hast denn, ja? Genau, aber ich wusste wirklich nicht, ob ich es schaffe. Mhm. Ich hatte so ein bisschen vorher mal vor ein paar Wochen die Dungeons berechnet mit geschätzten Stats, ob die liegen können. Mhm. Aber ja, ich habe mich auch ein bisschen verschätzt. Ich dachte, ich kann die Dauerschleife komplett legen. Aber der Early Boy, der war dann doch ein bisschen zu hart. Beziehungsweise ich habe ihn auch nicht mehr legen müssen. Ich hatte das ja dann schon. Ja. Von daher, ja, also war schon das Ziel, aber ich war mir nicht sicher, dass ich das schaffe. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall einiges an XP, wenn man das mal hier so in Summe sieht. Ne? Aber das ist halt eben auch genau das. Wie lange hast du jetzt die Dungeon-Pause durchgezogen? War das ein Jahr? Man sagt ja so, ein Jahr circa braucht man. Oder du hast ja relativ spät aufgelöst, ne? Genau, also es war jetzt fast 2 Jahre. Ich habe am fast 5. 2 Jahre schon? Genau. Krass. Also am 5. November bin ich in die DP. Das war ziemlich genau 4 Monate nach Serverstart. Mhm. Und ja, jetzt dann eben 1 Jahr und 10 Monate später aufgelöst. Ich glaube, diese Standard-DP, diese 370 bis 470er DP, die dauert so 15 Monate, glaube ich. Also bis mehr als ein Jahr. Also ist schon sehr lange. Kannst du jetzt schon sagen, so was jetzt besser ist, so eine Standard-DP oder so wie du es gemacht hast? Ist es besser, später rauszugehen, aus deiner Wahrnehmung nach? Oder ja, weiß ich nicht, ist es besser, so die Standard-DP durchzuziehen? Also ich denke, die Standard-DP wäre besser. Ich habe jetzt auch mal im Nachhinein so ein bisschen ausgerechnet. Ich habe diesen SF-Simulator benutzt, was vermutlich besser gewesen wäre. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, ich hätte so auf Stufe 516 pushen müssen, optimal. Also schon so 1-2 LDs früher. Genau. Und Natsu hat tatsächlich genau auf diese Stufe auch gepusht. Der hat von Stufe 476 auf, ich glaube, 516, 517 gepusht. Genau, also ich denke, er hat tatsächlich so die optimale DP gespielt auf dem Server. Mhm. Und ist auch aktuell schon der stärkste Spieler und wird, denke ich mal, auch in Zukunft der stärkste Spieler bleiben. Ja, Natsu ist schon der spielt da echt voll am Limit. Mhm. Da ist halt auch noch so, da spielen halt auch noch die Pilze mit rein, so, ne? Wenn du dir das noch so oben drauf rechnest, das macht den Char halt eben noch stärker, das boostet einen noch mehr. Also, ja. Ja, das ist eigentlich so das Grobe, was ich so mit dir mal durchsprechen wollte. Hast du noch irgendwelche Hinweise, Tipps und Tricks oder irgendwas, was du noch so zu deinem Char sagen wolltest? Genau, also ich denke auch, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Natsu, ich werde wahrscheinlich gar nicht mal mehr Stats machen als er, einfach wegen der Goldgrube. Ich habe die auf Stufe, glaube ich, 55 oder so. Und der hat die, glaube ich, schon Richtung 90. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig, so Spieler zu vergleichen, wenn man die Mushroom Spade nicht kennt. Ja. Genau, also man sollte da schon immer ein bisschen drauf achten, wenn man so Vergleiche zieht auf solchen Servern, dass man eben die Ausgabe auch ein bisschen kennt von den Spielern. Ja, aber das war auch so ein bisschen so ein Ziel von mir, dass ich eben mit halbwegs günstigem Account auch gegen Leute ankomme, die viel gezahlt haben, wie zum Beispiel in Universe.
Ja, der hat ja richtig krass zum Anfang auch den Server Genau. gemacht. Der hat keine DP gemacht, ne? Genau, also der ist so, würde ich sagen, der stärkste Spieler ohne DP. Hm. Und ich finde es auch echt krass, wie hoch der noch ist. Ich Ich weiß gar glaube, nicht, Rang wo er ist. 13, direkt unter dir, glaube ich. Ach hier, ja. Genau. Hm. Also der wird sich auch in Zukunft schon noch in den Top-Ränge halten, aber ich denke, ich kann ihn auf jeden Fall auch mal besiegen irgendwann. Ja. Oder auf sein Level komme, so circa. Ja, und das zeigt halt eben, dass eine DP auch sehr eco-freundlich ist, dass man eben, gerade wenn man nicht viel ausgibt, bringt die DP sehr viel. Und für so einen Extrempilzer bringt sie auch was. Also ich würde so Natsu kann man vielleicht mit Universe vergleichen, was die Pilzausgabe angeht. Kann ich natürlich nur schätzen, aber genau. Ja, da sieht man dann auch schon den Unterschied. Also klar, so stat-technisch gesehen ist Natsu, wer ist jetzt, ich weiß gar nicht, wer vorne ist hier. Ja gut, die Leute, die auf DP gehen, die pushen auch ein bisschen mehr das Hauptattribut, habe ich das Gefühl, ne? Weil du halt eben mehr Chancen wahrscheinlich in den Dungeons haben willst. Da bringt es ja nichts, auf 50-50 oder so zu gehen, ne? Genau, das habe ich jetzt auch noch gemacht, die letzten 6 Monate nur auf Stärke geskillt. Ich war davor auch ein bisschen so auf 50-50, aber da habe ich mir gedacht, oh, wenn ich jetzt so richtig viele Dungeons auf einmal pushen will, dann lohnt es sich ja eigentlich mal ein bisschen auf Hauptattribut zu gehen. Auch wegen der Dauerschleife, da ist ja eh jeder One-Hit. Auch gerade als und genau. Kampfmagier, ne? Also das ist Ja. auch krass. Weil viele vielleicht nicht glauben, aber ich glaube, auch als Kampfmagier ist es für die Dungeons besser, ein bisschen näher auf Hauptattribut zu gehen. Genau, ich würde jetzt noch weiter skillen auf Hauptattribut, bis ich die Dauerschleife down habe und dann auch vielleicht Richtung 50-50 oder sowas gehe. Also es war jetzt schon eher für den Dungeon-Push, muss ich sagen. Ja. Ist ja auch nachvollziehbar. Ist ja auch deutlich besser, so mit mehr Schaden. Kommt man ja, oder hat man zumindest bessere Chancen, die eine oder andere Etage zu legen. So. Ja. Ja, ich denke mal, da haben wir so das Gröbste zusammengefasst. Wie gesagt, was ich auch sehr interessant fand, ist halt hier der Graph mit der Dungeon-Pause, wo man sich so ungefähr dran orientieren kann, von wann bis wann man so reingeht, was für Nachteile man dadurch hat, aber was auch für Vorteile so. Und ja, ich denke mal, vielleicht konnte der Vergleich den einen oder anderen helfen so. Also wie gesagt, bisher muss ich sagen, ist das so leveltechnisch das Stärkste, was ich so mitgekriegt habe. Und vor allen Dingen halt auch für deine Spielweise, wie du halt eben ja, relativ eco, sag ich mal, dich trotzdem hier auf dem Server sehr weit oben hältst und in Zukunft wahrscheinlich noch höher steigen wirst, aufgrund deines Levels. Wenn man das einfach mal dich mit anderen Spielern hier vergleicht in den Top-Rängen, dann sieht das schon sehr krass aus. Gerade zu jemandem so wie hier, Heldenduft 511 zum Beispiel haben wir hier jemanden, ne, 510 und da bist du einfach ja, 30 Level und noch höher in dem Bereich. Das ist schon sehr bemerkenswert und da sieht man dann halt eben, was eine DP halt für einen Impact haben kann, wenn man es halt richtig anstellt. Ja, ich denke, das meiste haben wir soweit abgehandelt, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier heute dabei gewesen bist und noch ein paar Tipps, Hinweise und Tricks mitgeben konntest. Wie gesagt, vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Das war es und soweit von mir. Mein Gast hat natürlich wie immer das letzte Wort. Ansonsten verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank. Haut rein. Ja, vielen Dank für die Einladung und cool, dass ich mal ein bisschen was erzählen konnte hier. Bis dann. Ciao. Und ciao.